Herzlich willkommen zur Tagung der BAF und Medico International 2024. Wir sind Alva Träbert. Wahrscheinlich muss ich Alva eigentlich niemanden vorstellen. Ihr kennt sie sicherlich alle. Alva ist bei der BAF Referentin für besondere Schutzbedarfe und Advocacy. Ich bin Julia Manek, ich bin psychosoziale Referentin in der Öffentlichkeitsarbeit von Medico International und wir sind zusammen euer Moderations-Dream-Team für diese Tagung. Wenn ihr euch umschaut, viele von euch kennen einander und die Tagung hat ja auch die Tradition, dass sie viele von euch wieder zusammenbringt und euch eine Gelegenheit zum Austausch gibt. Und ich freue mich sehr, viele Menschen wiederzusehen und ihr hoffentlich auch. Und da wir jetzt gar nicht weiter Co-Referate halten wollen, wie Julia schon gesagt hat, möchten wir zuerst übergeben an unsere 3 Personen, die Grußworte halten werden, nämlich zuallererst Ulrike Schneck, die Vorsitzende der BAF, dann Lukas Welz, den Geschäftsleiter der BAF und schließlich Anita Starosta, die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit von Medico International. Liebe Tagungsgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den psychosozialen Zentren, liebe Kolleginnen und Kollegen von Medico International und aus anderen Einrichtungen und liebe andere Interessierte, alle Sie sind gekommen und ich begrüße Sie herzlich, auch im Namen des gesamten Vorstands der BAF, zu dieser Tagung. Toll, dass Sie alle hier sind. Und es ist nicht nur schön, dass Sie alle gekommen sind, es ist sehr wichtig. Es ist gerade jetzt wichtig, dass wir zusammenkommen, als Mitarbeitende aus psychosozialen Zentren, die sich in der BAF zusammengeschlossen haben, werden wir ja bereits seit vielen Jahren indirekt Zeugen der Gewalt und der Menschenrechtsverletzungen, die unsere Klientinnen und Klienten erfahren mussten. Nicht nur in den Herkunftsländern, sondern auch auf der Flucht und an den Grenzen Europas und in anderen europäischen Ländern und in Deutschland. Wir werden zu Zeugen ihrer Berichte und deshalb können wir nicht dabei stehen bleiben, stabilisierende Beratung und Behandlung anzubieten. Es ist wichtig, dass wir uns einsetzen für eine Politik, die von Menschenrechten geleitet ist und gegen eine Praxis der zunehmenden Entsolidarisierung. Dass wir Widerstand leisten gegen den europaweit stattfindenden Bruch der Menschenrechte und uns solidarisieren mit denen, denen ihre Rechte genommen werden. Indem wir für das Recht auf Asyl, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Familie, für all diese Menschenrechte kämpfen. Ohne eine bewusste und ausdrückliche Positionierung werden wir selbst Teil eines traumatisierenden Systems. Doch wie können wir selbst handlungsfähig bleiben? Dazu braucht es diesen Raum des Austauschs. Resist, Defend, Protect. Auf dieser Tagung wollen wir Ideen und Perspektiven entwickeln und uns gegenseitig stärken, um uns in unserer Alltagspraxis weiter für die zentralen Werte Solidarität, Menschenrechte und für eine offene Gesellschaft einzusetzen. Ich danke Ihnen fürs Kommen, unserem Kooperationspartner Medico und dem tollen Team unserer Geschäftsstelle für die Ausrichtung und Vorbereitung dieser Tagung und ich wünsche uns allen einen guten Austausch. Ja, herzlich willkommen im neuen Deutschland, wie es auf dem Gebäude prangt. Danke, dass ihr hier seid, besonders auch eben diejenigen, die aus der Ukraine, aus Griechenland und Polen hierher gekommen sind, den Weg gefunden haben. Pushback, verletzt von Grenzsoldaten, die keine Erkennungszeichen tragen, im Wald, der kein Versprechen mehr ist, ein Versprechen auf Vögel, die singen, eine tödliche Ruhe jetzt, der Friedhof, der das Meer ist. Ungehört von Grenzbeamten, die kein Asylrecht kennen. Pushback, im Wald an der Grenze von Belarus zur Europäischen Union. Abschieben, Pushback. Flüchtlingswellen, Pushback. Überfremdung, Pushback. Asyltouristen, Pushback. Remigration, Pushback. Wir haben unsere Sprache verloren, schreibt Hannah Arendt vor über 80 Jahren in We Refugees. Und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Wir, das sind für Arendt die Geflüchteten
auf ihren Körper reduzierten Menschen. Wir, damit sind aber auch wir alle gemeint, die Sprachlosigkeit im Angesicht von brutaler Gewalt, als gäbe es kein Völkerrecht. Als gäbe es keinen Funken Humanität, als seien die Flammen der vergangenen Gewalt erloschen. Wir haben unsere Sprache verloren, wir haben uns verloren. In Paragraphen und Verordnungen ohne Konturen des menschlichen Antlitzes, Pushback. Wie im Dialog mit Hannah Arendt schreibt Mahsa Mengiste: Eines Tages werden wir eine Sprache dafür finden, einen Weg, alles in den Mund zu nehmen und dann in die Falten der Geschichte zu schlucken. Es wird nicht mehr das zerrissene Foto, den verrosteten Löffel, die zerbrochenen Zigaretten, den in einem sinkenden Boot treibenden Frauenkörper geben. Das Kind mit dem Gesicht nach unten im Sand wird verschwinden. Wenn man sich an sich selbst erinnert, wird das Meer nicht mehr für den Himmel sprechen. Blau wird einfach wieder blau werden. Es wird keine Metaphern geben, nur Bewegung und Land und Dokumente. Und eine zwischen abgestumpften Zähnen stillgehaltene Zunge. Ich will nicht in einer Sprache sterben, die ich nicht verstehe. Eine Sprache, wie Mengiste sie beschreibt, die diffus zwischen den Wellen im Meer und den Blättern im Wald und den Leichen Gewalt normalisiert. Eine Sprache, die Massen verwaltet, die Körper registriert, verteilt, Pushback. Eine Sprache, die Unrecht formt und damit Menschen tötet. Eine Sprache, die sich im Recht sieht, politische Kontrolle zu üben, durch Gewalt gegen Menschen, die Schutz suchen und Menschen, die Schutz bieten wollen. Sie kriminalisiert, so wie Maria Szajak, der für ihr Engagement als einer der wenigen Menschen, die sich überhaupt in Polen für den Schutz und die Gesundheit geflüchteter Menschen einsetzen, 3 Jahre Haft drohen. All unsere Solidarität für dich, Maria, und allen anderen, die angeklagt, drangsaliert und bedroht werden. Ihr seid nicht allein. Resist, widerstehen. Diese Gewalt offenlegen, eine Sprache entwerfen, die gerecht ist. Eine Sprache, die Worte findet für die Folter und die Bomben. Vor dem Meer und vor dem Wald. Für die Gewalt zwischen den Blättern und den Wellen. Eine Sprache für die Ausgrenzung hinter dem Wald und hinter dem Meer. Resist, eine Sprache finden, ohne dabei auszubrennen, ohnmächtig zu werden. Eine Sprache, die der Dialog ist und nicht spaltet. Eine Sprache, die von Empathie geleitet wird. Sihan ist 15 Jahre alt. Mit 11 Jahren wurde ihr an den Kopf geschossen im somalischen Bürgerkrieg. Seit einer Woche ist sie im Wald, ohne Essen, ohne Akku für das lebenswichtige Handy. Im Wald, schutzlos vor Gewalt und Vergewaltigung. Sihan wurde zum Feind erklärt, um die Grenzen zu verteidigen, defend, die Grenzen verteidigen. Gegen Menschen wie Sihan in einem Krieg gegen die Entrechteten und Staatenlosen, die Geflüchteten und Schutzfliehenden. Die ausgestoßen wurden aus ihren Heimaten, aber nicht wieder angekommen sind. Die ins Niemandsland gekommen sind, in den Wald, auf dem Meer, ins Niemandsland der Rechtlosigkeit, ins Niemandsland eines Abwehrkampfes der EU gegen die selbstgesteckten Werte. Der Werte, die eigentlich sagen, wie es George Tabori auf den Punkt brachte, jeder ist jemand. Das Niemandsland an den Außengrenzen der EU und in den Grenzen Deutschlands, in denen sich Angsträume für Geflüchtete ausdehnen, in denen Hetze und Terror herrschen. Polizei und Staatsanwaltschaften machen nur die wenigsten Angriffe auf Asylsuchende öffentlich. So bleibt der Öffentlichkeit das wahre Ausmaß rassistischer Gewalt gegen Geflüchtete verborgen. Über 11.000 Vorfälle von Hass und Hetze gegen geflüchtete Menschen in 5 Jahren dokumentiert die Amadeo Antonio Stiftung. Defend, das Recht verteidigen, das die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Eine Sprache bilden wie die von Elie Wiesel, der den Satz prägte, kein Mensch ist illegal. Ein Satz, der die Verantwortung zum Schutz beschreibt für die Sicherstellung der Menschenwürde der Statuslosen im Niemandsland. Ein Satz, der das Jemandsland umreißt. Defend, das wahrhaftige Menschenrecht, nämlich das Recht, Rechte zu haben, verteidigen, das Jemandsland verteidigen gegen die rechtlosen Zustände, die die EU schafft. Weil der Nationalismus keinen Schutz für Menschen bietet. Weil der Versuch der Verwaltung der Menschen, deren Staaten keine Schutzverantwortung für sie übernehmen, sie ihrer Rechte entledigt. Sie liegen lässt im Wald zwischen den Bäumen, auf dem Meer treibend zwischen den Wellen.
Ein Abwehrkampf von den Strukturen bis zu den Menschen, gefangen in ihrer Ideologie des Nationalismus. Wenn jede und jeder nur an sich denkt, dann ist nicht an alle gedacht. Die FEND, die Menschenrechte verteidigen, das Menschenrecht auf Gesundheit verteidigen, für alle Menschen, unabhängig ihrer rechtlichen und sozialen Situation. Die FEND, der Ohnmacht entgegnen, trotz aller Widerstände weitermachen. Protect. Der im salvadorianischen Bürgerkrieg von Regierungstruppen ermordete Sozialpsychologe, Jesuitenpater und Begründer der Befreiungspsychologie Ignacio Martín Baró beschreibt, was wir schützen können im Angesicht menschlichen Abgrunds. Zitat: Es ist klar, dass niemand dem inhaftierten Dissidenten seine Jugend zurückgeben wird, der Person, die gefoltert wurde, ihre Integrität. Niemand wird die Toten und Verschwundenen ihren Familien zurückgeben. Was öffentlich wiederhergestellt werden kann und muss, sind die Namen der Opfer und ihre Würde. Und zwar durch eine formale Anerkennung des Unrechts, das ihnen widerfahren ist und, wo immer möglich, durch materielle Entschädigung. Diejenigen, die nach sozialer Wiedergutmachung rufen, wollen keine Rache. Im Gegenteil, sie fördern die persönliche und soziale Lebensfähigkeit einer neuen, wirklich demokratischen Gesellschaft. Ja, diese menschenrechtsbasierte psychosoziale Arbeit ist urdemokratisch, denn sie stellt den Schutz der Menschen und ihrer Würde in den Mittelpunkt. Sie fordert Anerkennung und Gerechtigkeit an, die Anerkennung des Erlittenen, dazu zählt auch die Identifizierung von Schutzbedarfen. Sie bietet Raum und Gemeinschaft, sie prangert an, wenn Gesellschaft und Staat in Arroganz verfallen und eigene Grundrechte verhöhnen, wie das Grundrecht auf Asyl im Grundgesetz, das in den 90er Jahren ausgehöhlt wurde als zynische Antwort auf die rassistischen Pogrome gegen Schutzsuchende. Und das Asylbewerberleistungsgesetz eingeführt wurde, das die Ungleichbehandlung im Sozial- und Gesundheitswesen manifestierte und das die Bundesregierung erst Anfang des Jahres weiter festigte und die Beschränkungen für Gesundheits- und Sozialleistungen auf 36 Monate verdoppelte. Wohin mit all dieser Gewalt? Wie eine Sprache finden, woher die Kraft nehmen? Resist, eine Sprache finden, auch auf dieser Tagung. Gegen die Spaltung, gegen Gefühle der Ohnmacht, gegen die Hasssprache, die so oft unsere Diskurse dominiert. Defend, die Menschenrechte verteidigen, das Jemandsland, Gewalt dokumentieren und sichtbar machen. Protect, uns selber schützen und Gemeinschaft schaffen, auch auf dieser Tagung. Zitat: Es gibt etwas im Menschen, das man nicht vernichten kann, und das ist die Herzensgüte, die sich besonders in extremen Situationen zeigt. So erinnert sich mein Freund, der Auschwitz-Überlebende und Künstler Yehuda Bakon. Das Wunder des Überlebens war nicht das Außergewöhnliche, sondern dieser Funke, der in der Begegnung und im Alltäglichen bei manchen Menschen zu finden ist. Es ging mit unserem Lebensfunken zu Ende. Wir wussten, dass wir nur noch einige Tage würden überleben können. Aber wir hatten die Erinnerung an die Sonne hinter den Wolken. Wir waren in der Finsternis, aber jeden Tag drang ein Strahl durch. Die Erinnerung an die Sonne hinter den Wolken. Ein Satz, der mir von Yehuda immer wieder vor Augen ist, wenn die Ohnmacht sich heranpirscht. Die Erinnerung an die Sonne hinter den Wolken und an die Wälder und das Meer und das Rauschen der Blätter und Wellen. Ja, vielen Dank, Lukas, für diese eindrücklichen Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Als die BAF uns bei Medico International Anfang dieses Jahres anfragte, ob wir die diesjährige Fachtagung zum Thema psychosoziale Arbeit in Zeiten von Rechtsverschiebungen gemeinsam ausrichten wollen, mussten wir bei Medico nicht lange überlegen. Das hatte natürlich was damit zu tun, dass das Thema, über das wir die kommenden 3 Tage hier sprechen werden, hochaktuell ist und wir uns auch bei Medico mit globalen Rechtsverschiebungen auf vielen Ebenen beschäftigen, in Partnerkontexten weltweit schon seit vielen Jahren, hierzulande auch vermehrt in den letzten 1-2 Jahren. Denn ich würde sagen, die von der Migrationsgesellschaft bis zur Entwicklungszusammenarbeit steht mit dieser Verschiebung nach rechts doch einiges auf dem Spiel, auch für uns. Wir haben aber auch zugesagt, diese Fachtagung gemeinsam auszurichten, weil die BAF und Medico eine jahrzehntelange stetige Zusammenarbeit verbindet. Wir haben das vorhin nochmal verifiziert. Es ist 34 Jahre her,
dass die Medico-Kollegin, die für psychosoziale Kooperation bei uns zuständig ist, Usche Merck, mit Kolleginnen der psychosozialen Zentren ein erstes Netzwerktreffen, ich glaube sogar in Frankfurt, ins Leben gerufen hat. Und es freut uns sehr, dass diese beständige Kooperation bis heute trägt. Denn ich glaube, dass ich sagen kann, dass Medico und die BAF die Kooperation grundlegend eint, grundlegende Menschenrechte für Geflüchtete. Dafür setzt die BAF sich hier in Deutschland ein und Medico mit Partnerinnen weltweit. Daher war und ist die Zusammenarbeit mit der BAF für Medico besonders in diesen krisenhaften Zeiten ein ganz besonderes Anliegen. Diese Kooperation wird von der Medico-Referentin, die Sie ja eben auch schon gesehen haben, für Psychosoziales in der Öffentlichkeit, Julia Manek, fortgeführt. Sie hat die Konferenz und die Konzeption der vor uns liegenden Tage gemeinsam mit den Medico-Praktikantinnen Carmen und Elisabeth von Seite Medicos betreut und mit den Kolleginnen der BAF dieses tolle Programm zusammengestellt. An dieser Stelle möchte auch ich mich vorab bedanken bei allen Beteiligten für die Konzeption, die Organisation und die Übersetzung dieser Fachtagung. Dass diese Tagung unmittelbar vor den Europawahlen stattfindet, ist natürlich kein Zufall. Das steht so auch in der Ankündigung. Der zu erwartende europäische Rechtsruck kündigt sich schon lange an und die Notwendigkeit, sich darüber zu verständigen, sich zu widersetzen, wie es der Titel der Tagung fordert, besteht mehr denn je. Der Grundstein des Rechtsrucks in Europa wurde in der Migrationspolitik gelegt, das glaube ich, kann man so sagen. Rechten Kräften ist es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelungen, das Thema Migration auf eine Weise zu thematisieren, dass die Europäische Union daran zu zerbrechen droht. Im Wiedererstarken von Wagenburg-Mentalität, Nationalismus und Militarismus ist Europa einem dramatischen und gefährlichen Rechtsruck ausgesetzt, der unsere Welt enger, kleiner und provinzieller macht. Inzwischen gehört das Leiden und Sterben an Europas Grenzen zur Normalität. Brutale Pushbacks an Land und auf See haben Gewöhnungseffekte erzeugt. Es wird immer schwerer, gegen solche Menschenrechtsverstöße vorzugehen. Geflüchtete und ihre Unterstützerinnen werden systematisch kriminalisiert. Es sind nicht nur die rechten Parteien und Populisten, die diese Entwicklung vorantreiben. Erst vor kurzem wurden die seit vielen Jahren vorbereitete Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems GEAS von der Mehrheit der Fraktionen im Europaparlament beschlossen. Das ist eine Zäsur in der Geschichte des europäischen Asylrechts. Und hinzu kommen die Deals, die Rücknahmeabkommen mit Ländern außerhalb Europas, unabhängig davon, wie es um deren rechtsstaatliche Verfasstheit steht und was Geflüchtete dort erwartet. Immer deutlicher zeigt sich, dass die Externalisierung von Gewalt und Unrecht nicht ohne Schaden für Demokratie und Frieden im Inneren Europas bleiben kann. Was die Europäische Union an Menschenrechtsverletzungen an ihren mittlerweile vorgelagerten Außengrenzen zulässt, wird zunehmend von autoritären Entwicklungen im Inneren begleitet. Die angebliche Notwendigkeit der strengeren Regulierung von Flucht und Migration ist zu einem Instrument geworden, mit dem härteres Durchgreifen und totalitäres Regieren generell legitimiert werden. Als Medico International haben wir das Recht zu gehen und das Recht zu bleiben schon immer verteidigt und es als Leitlinie in unserer Arbeit zur Flucht und Migration verstanden. Daran halten wir fest und lassen uns nicht beirren. Im Gegenteil, wir setzen gerade einen Fonds für Bewegungsfreiheit auf, mit dem eine größere Öffentlichkeitskampagne einhergehen wird. Wir sammeln Geld, um diejenigen zu unterstützen, die auf ihrem Weg in ein besseres Leben, ein Leben in Würde, an den Rändern Europas festgehalten und kriminalisiert werden. Unsere grenzüberschreitende Solidarität bleibt weiterhin fester Bestandteil der Medico-Arbeit, der Erschütterungen der Gesellschaft zum Trotz oder gerade deswegen. Medico International ist eine transnational denkende und handelnde Hilfs- und Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Frankfurt, für Leute, die Medico noch nicht so lange kennen oder nicht kennen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir weltweit lokale Partnerinnen, arbeiten in globalen Netzwerken und machen kritische Öffentlichkeitsarbeit. Die neue Dichte multipler Krisen, geopolitischer Verschiebungen und sich verengender Diskursräume hierzulande stellen uns dabei vor immer neue Herausforderungen. Auch darum sind wir froh über solche Zusammentreffen wie heute.
Die psychosoziale Zusammenarbeit und die Allianzen in diesem Bereich werden angesichts der globalen Krisenhaftigkeit und der gesellschaftlichen Zerrüttungen immer wichtiger. Im Angesichts globaler Krisen, grausamer Kriege und vermehrter Naturkatastrophen sind kollektive Gefühle der Hilflosigkeit und der Erschöpfung deutlich spürbar. Die Welt zerbricht, Solidarität verbindet. Mit diesem Satz bewerben wir im aktuellen Medico-Rundschreiben, was hier vorne auch ausliegt vor der Tür, gerade eine Fördermitgliedschaft für Medico. Mir geht es jetzt hier gar nicht darum, Werbung für eine Fördermitgliedschaft zu machen. Ich denke jedoch, dass diese verbindende Solidarität sich auch in diesem Zusammenkommen heute an solchen Orten zeigt und dass sie wichtig ist. Die Stärke von Medico ist und war schon immer die Praxis im Handgemenge. In Jahrzehnten psychosozialer Arbeit im globalen Handgemenge ist es uns immer wieder gelungen, inmitten gesellschaftlicher Erschütterungen soziale, solidarische Beziehungen zu knüpfen, die lange Bestand haben. Im Engagement für eine gerechte Welt geht es weiterhin darum, Beistand für jene zu leisten, die an den Verhältnissen krank geworden sind und Verhältnisse zu schaffen, neben Würde und Recht auch die bestmögliche Gesundheit fördern. Resist, Defend, Protect. Der Titel der Fachtagung heute stellt die relevanten Fragen nach Widersetzen, Verteidigung und Selbstschutz. Ich bin sehr gespannt auf die Dialoge, die Panels, die Workshops, in denen nach Antworten gesucht wird, in denen sicherlich auch nicht alle Antworten gefunden werden, was auch nicht wichtig ist. Hauptsache, wir kommen ins Gespräch. Die Ausweitung des Rechts aller auf ein Leben in Würde, Freiheit und mit Rechten bleibt in diesen trüben Zeiten und allen düsteren Prognosen zum Trotz das, worum es uns weiterhin gehen muss. Vielen Dank.